Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Heute male ich mit euch Sonnenblumen und mit einer ganz einfachen Technik, der Kleistertechnik. Ihr habt einen farbigen Untergrund, dann wird er übermalt mit dem Kleister und dann wischt ihr die Blüten einfach heraus mit dem Finger. Ganz einfach. Hinterher wird noch der Hintergrund in der Negativtechnik gemalt. Und ich denke, wir können jetzt starten. Ich arbeite auf einem Aquarellpapier, einem stärkeren Aquarellpapier. Und das grundiere ich zunächst mit Gesso. Das ist nötig, damit das Papier wasserresistent wird. Anschließend muss dieser Untergrund gut trocknen. Danach zeichne ich mit einem Bleistift meine Formen grob vor. Die Vase und hinterher vielleicht noch den Horizont, also den Tisch oder das Board, auf dem die Vase steht, und zum Schluss natürlich auch den groben Sitz oder den groben Platz für die Blüten. Und dann kann es schon losgehen mit unserer ersten Grundschicht. Ich wähle dazu verschiedene Gelbtöne aus für die Blüten der Sonnenblumen und vielleicht auch etwas Sienna- oder Brauntöne für das Innere, für die Kerne. Und ich trage das Ganze jetzt erstmal ganz locker auf. Dort, wo alle Blüten sind, mische ich einfach verschiedene Gelbtöne und achte darauf, dass es nicht zu dunkel wird. Zwischendurch mal trocknen. Hier die Farbe für den Tisch. Und vielleicht noch ein bisschen Blau für den Hintergrund. Danach lasse ich das Ganze wieder gründlich trocknen, bevor die Kleisterschicht darüber kommt. So, wir mischen uns die Kleisterschicht. Wir nehmen etwas Indigo oder ein anderes dunkles Blau und mischen es mit unseren Gelbtönen. Dann bekommen wir ein interessantes dunkles Grün. Dazu geben wir noch Kleister. Etwa 1/3 der Farbmenge sollte dann Kleister sein. Diese Mischung trage ich auf die Oberfläche auf. Sprühe noch etwas Wasser dazu, damit alles auch lange feucht bleibt, denn nur solange die Schicht feucht ist, könnt ihr dann darin arbeiten. Jetzt suche ich mir erstmal die Stellen aus, wo diese braunen Innenteile der Sonnenblumen sein sollen. Da kommt jetzt also braune Kleisterfarbe drauf.
Ich weiß noch nicht genau, wie ich das Innere strukturiere, damit es nach Körnern aussieht. Und ich denke, ich fange jetzt erstmal mit den Blütenblättern an. Da versuche ich auch verschiedene Werkzeuge. Aber im Endeffekt komme ich doch auf meine Finger zurück und ich umwickle meinen Finger mit einem Tuch und damit wische ich einfach diese gelben Blütenblätter heraus. Das geht ziemlich einfach. Es ist nicht realistisch, es ist sehr abstrahiert, aber was da herauskommt, ist sehr bewegt und es wirkt sehr lebendig. Ihr habt gesehen, zwischendurch sprühe ich immer noch mal Wasser auf die Oberfläche, damit nicht alles trocknet. Jetzt gebe ich mich nochmal an diese inneren Körnerstrukturen und da habe ich mir, glaube ich, ein Hölzchen rausgesucht, mit dem ich das jetzt ausarbeite. Das heißt, ich kratze einfach die einzelnen Pünktchen, die hellen Pünktchen mit dem Hölzchen heraus. Dort, wo die grünen Blätter sind, gebe ich vielleicht noch mal ein bisschen Farbe drauf und dann kratze ich nachher die Blattadern und die Umrandung des Blattes einfach in die grüne Farbe hinein. Dieses Grün der Kleisterfarbe ist gleichzeitig meine Blattfarbe. Den Tisch brauche ich jetzt nur noch frei zu wischen. Danach lasse ich das Bild einen ganzen Tag lang richtig durchtrocknen. Am nächsten Tag wird die Oberfläche fixiert und zwar mache ich das mit einem matten Acrylbinder, den ich hier verstreiche. Der ist erst milchig und beim Trocknen wird er klar. Erst dann kann ich auf dieser sehr sensiblen Oberfläche weiterarbeiten. Ja, die Vase soll jetzt doch keine Glasvase sein, sondern ich werde sie ein bisschen tönen. Beginne mal mit diesem Blau, das passt schon ganz gut. Im Endeffekt aber werde ich eine andere Farbe wählen. Das werdet ihr gleich sehen. Na, welche Farbe hättet ihr für die Vase gewählt? Im letzten Schritt kommt der Hintergrund dran und da wähle ich natürlich wieder die Negativtechnik. Hier beginne ich auch mit einem mittleren Blau
um dann später zu wechseln. Es wird eine hellere, leicht abgetönte Farbe. Der Kontrast zu den Blüten wird dann teilweise etwas größer. Für mich ist es so auf jeden Fall stimmiger. Wer hier mag, kann auch die einzelnen Blütenblätter der Sonnenblumenblüten so an einigen Stellen reflexartig nochmal in der Farbe verstärken oder intensivieren. Ich lasse das jetzt hier so stehen und zeige euch nochmal mein Ergebnis. Das war doch gar nicht so schwer, oder? Vielleicht versucht ihr es auch mal. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Sommer, einen hoffentlich nicht zu heißen. Bleibt alle gesund, vielleicht sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin.